Hallo Freunde des Jagdsport Austria, hier ist zum Jägermeister. Heute werde ich euch heute werden wir die Tour starten, wo ich Schätze finde. Passt auf und macht die Tour. Ihr werdet nämlich jetzt nachher ziemlich viel Gold machen. Ich starte nämlich in St. Dennis. Kann ich euch in der Karte zeigen, ganz unten. Und wenn ihr die ganzen Schätze habt, aber ihr braucht einen Spaten, den Metalldetektor und natürlich die erweiterte Sammeltasche. Ihr müsst nämlich mit dem Adlerblick nämlich schauen, wenn ein gelber Rauch aufsteigt oder auf Vibrationen achten. Zum Beispiel hier oben habe ich heute schon die Sammelkarte geholt. Liegt eine. Dann reiten wir weiter. Diese Tour dauert, wenn ihr die mitmacht, ungefähr 1,5 Stunden, aber wenn ihr die Sammelobjekte nachher bei der Madame Assar verkauft, habt ihr ungefähr ca. 4.000 Euro beieinander. Es ist ziemlich viel. Ich tue immer das so machen, wenn viele Spieler in der Loppe sind und keine Tiere sind, mache ich immer gleich die Tour. Schaue ich rein. Ist auch immer der Mast wird auch irgendwann einmal umfallen. Meistens fange ich in St. Dennis an, wenn ich meine Tour starte. Habe ich immer ein bisschen kurz schauen mit dem Adlerblick, wo ein gelber Rauch aufsteigt. Normal sind hier immer 2 oder 3 Gegenstände. Das ist nichts. Ihr seht den zweiten Tag
oder jeden dritten Tag, wie man das halt in der Echtzeit sagt. Nicht die Spielzeit, sondern die Echtzeit. Und wenn ihr die Tour gemacht habt und ihr 6 Stunden Echtzeit wartet, könnt ihr schon wieder die Tour neu starten. Und da könnt ihr ziemlich viel an Sammelobjekte natürlich sammeln. Und das ist ziemlich viel. Und ihr werdet natürlich schneller reich. So. Schaue ich immer kurz rein. Ist heute nichts. Reiten wir weiter. Gleich wieder den Metalldetektor raus. Jetzt sind wir in Horn bei der Hafenstadt. Meistens ist hier in der Leuchtturm auch was immer. Entweder oben oder hier neben dem Fass. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht von der Leiter herunterfällt, weil da wird nämlich gleich ziemlich viel von der Lebensenergie abgezogen, wenn ihr da herunterfällt. Und auf Vibrationen achten. Meistens ist hier auch mit dem Metalldetektor etwas begraben oder bei der Hütte, beim Saloon. So, mein Pferd ist wieder da. Das Mal reite ich nämlich mit dem Roadstar. Eines von meinen vielen Pferde, was ich habe. Weil ich habe nur die besten Pferde in meinem Stall. Und natürlich kosten die auch ziemlich viel. Manche Pferde sind bei den Outlaw Pass hat man die freischalten können und kaufen. Leider gibt es die nicht mehr zu kaufen. Sind echt vielleicht kommen sie wieder, aber das glaube ich weniger, dass die kommen.
So, jetzt sind wir in Augsburg bei der Goldgräber Annesberg, sagen wir halt. Machen wir die. Wenn man jetzt weiter reitet, wird es ein bisschen. Sind auch ein paar Schätze, aber nicht so viel. Schauen wir rauf, wenn ein gelber Rauch auf. Entweder ist hier oben auf dem Förderturm was oder da oben ist eine Kutsche. Da man noch weiter rauf geht, ist eine Schutthalde da, ja. Wisst ihr, mit den Metalldetektororten. Warte, wir können ja kurz raufreiten. Und schauen, wann da was anschlagt. Hier wäre nämlich die Kutsche. Und auf den Schutthaufen oben ist meistens was vergraben. Da wäre der Förderturm. Meistens liegen hier 5 oder 6 Gegenstände. Jetzt reiten wir wieder zurück Richtung St. Dennis. Hier ist einmal gar nichts. Vielleicht habe ich die schon Vormittag aufgesammelt, weil jetzt ist schon später Nachmittag. Könnte ich jetzt eine Schwarzbrenner-Mission machen, aber ich umreite da so natürlich nicht. Hier gibt es immer ziemlich viele Schießereien, immer mit echten Spieler. Da müsst ihr verdammt aufpassen. Ich reite nur Pferde, die was ziemlich gute Ausdauer haben und natürlich die sich wieder schnell generieren. Immer viel mit Nadlerblick arbeiten.
So reiten wir Richtung Lagos. Das liegt in Sumpf. Aber wir reiten nicht durch Lagos, sondern wir reiten auch gleich. Nehmen wir den Weg Richtung Rhodes. Wenn wir geradeaus reiten täten, hier bei dem Weg kommen wir nach Lagos. Jetzt reiten wir ein Stückchen rauf. Da ist nämlich eine Farm. Da ist auch immer etwas zu holen. Und da vorne ist schon die Farm. Mit der Detektor ist einmal nichts. Da sind ab und zu auch andere Gegenstände drinnen, wie Ringe, Ohrringe, Medaillons, was man beim Händler verkaufen kann. Es ist immer wichtig, dass man alles durchschaut. Jetzt reiten wir den Weg natürlich zurück. Die Farm ist nämlich, kann ich euch zeigen, die ist hier oben. Man kann auch über den Fluss reiten, aber hier sind ziemlich viele Alligatoren drinnen und das ist nicht gesund, wenn die uns nämlich fressen oder etc. Meistens sind die unten. Sieht man nicht, wenn man durchs Wasser reitet, schnappen die zu und das Pferd und die Person ist leider tot. Und das ist ziemlich arg. So, jetzt reiten wir hier runter, nehmen wieder den Metalldetektor in die Hand. Schlägt nicht aus. Und wenn Sie hört, das ist ein Signal, dass entweder eine dicke Schnapsflasche ist oder da liegt die Rock oder eine Tarokkarte. Die nehmen wir natürlich. Und schauen gleich hier rein bei den zerstörten Saloon. Wo die Lampe ist meistens eine dicke Schnapsflasche. Auch hier. Reiten nur ein Stückchen weiter, weil hier ist nämlich
eine kleine illegale Schnapsbrennerei, wo meistens auch was begraben ist, oder liegt auch eine antike Schnapsflasche. Da reiten natürlich wieder den Weg rauf, wo wir gekommen sind. Immer den Metalldetektor natürlich in der Hand. Da ist ein zerstörtes Dorf. Meistens hier drinnen in der Schule ist meistens auch eine antike Schatzkarte oder eine Flasche oder eine Tarotkarte. Da bei der Kirche, beim Friedhof, was zum Ausgraben. Jetzt reiten wir Richtung Rodis. Natürlich da den Metalldetektor in die Hand. Und ihr seht, dass da jetzt gelber Rauch aufsteigt. Kann entweder eine Tarotkarte sein oder eine Pflanze oder Vogeleier. Diesmal ist das eine Tarotkarte. Und natürlich hat bei mir schon der Metalldetektor hier ausgeschlagen. Das ist ein Zeichen, dass hier hinten bei der Eisenbahnbrücke etwas begraben ist. Mal gleich ausgraben. Kann ich euch zeigen, wo das genau ist, die Eisenbahnbrücke. Ruf mal wieder mein Pferd. Schauen da runter. Vor der Brücke ist nämlich auch meistens was begraben. Mit dem Metalldetektor, aber jetzt ist hier nichts. Jetzt reiten wir hier rauf. Sind schon Nähe Rodes. Hier bei einem Arbeiterdorf.
ist meistens eine Tarotkarte, heute nicht. Da ist der Hehler. Da kann man nämlich Broschüren kaufen, Dynamit kaufen, Brandsatz kaufen, Tomahawks kaufen. Und da kann man auch die anderen Fundgegenstände wie Goldzähne verkaufen. Die ganzen Kolliers, Ringe, Broschen, Ohrringe. Was man in die Häuser so findet, kann man hier super verkaufen, bekommt man auch Geld dafür. Habe ich ja mal die ganzen Trümmer verkauft. Jetzt kann man von hinten reiten wir von hinten rein Richtung Rhodes. Da kann man nämlich bei der Farm, da schauen wir gleich. Ist nichts. Rennen wir hier rauf zum Richtung Pferdestall. Ihr seht, da steigt auch ein gelber Rauch auf. Da holen wir sich natürlich gleich die Tarotkarte ab. Hier ist meistens da hinten gleich immer ab und zu auch was zum Ausgraben in Spaten. Hier oben liegt auch ab und zu eine Tarotkarte. Jetzt gehen wir Richtung Saloon. Wenn man ins Saloon ausgeht, nimmt man den Metalldetektor, er schlägt an. Das ist meistens hier, wo die zerstörte Kutsche ist, etwas zum Ausgraben. Wie jetzt. So, seltene Haarnadel. Manchmal bekommt man auch dafür auch gleich ein bisschen Nuggets. Jetzt gehen wir in den Salon. Wenn man zum Beispiel hier wenig Energie hat, wo das Herz ist, kann man hier natürlich gratis essen. Das wieder ein bisschen die Energie auf. Zack, jetzt sind wir wieder mit dem Herzen voll. Öffnen natürlich die Truhe. Hier ist gleich wieder eine Bürste versteckt. Die nehmen wir. Gehen wir hinten in einen anderen Raum. Da ist wieder am Tisch wieder Schmuck für den Hehler. Wir natürlich gleich nehmen. Natürlich die Ladeln natürlich durchstöbern. Jetzt gehen wir hier rauf. Richtung Blackjack-Tisch. Da gehen wir natürlich raus. Und hier auf diesem Tisch liegt natürlich eine Tarotkarte. Zack, haben wir.
Gehen wir wieder von der hinteren Seite von Salon raus. Jetzt gehen wir Richtung Sheriff in Herodes. Meistens hier am Tisch liegt auch etwas. Hier kann man zum Beispiel Kopfgeldmissionen annehmen. Meistens ist hier oben beim Geldinstitut meine Terrorkarte. Schauen wir bei der Postmeisterei vorbei. Hier kann man zum Beispiel, wenn man im Katalog etwas bestellt hat, abholen oder auch eine Mission annehmen, Kopfgeld bezahlen, wenn man eins aufgebrummt hat, bekommen hat. Jetzt gehen wir hier runter. Hier bei den Stämmen ist meistens etwas mit dem Metalldetektor zum Ausgraben. Gehen ein bisschen runter zur Hütte. Hier kann man auch Missionen annehmen, aber die ich in eurer Stelle natürlich nicht annehmen, weil da müsst ihr entweder von der Gefängniskutsche nämlich Leute befreien und da habt ihr mit der Gesetzeshütte zu tun und natürlich wird euch da ziemlich schnell euer Kopfgeld nämlich in die Höhe getrieben. Das ist so wie in Sondern, da fangt ihr auch lieber keine Schießerei an, weil da sind Polizisten und ein Haufen Gesetzeshüter unterwegs. So, jetzt sind wir wieder draußen von Herodes, jetzt auf der hinteren Seite. Beim Pferd sagt man, wenn Herz ab und zu rot wird, dann kann das sein, dass euer Pferd krank ist oder wenn euch dem Pferd eine Klapperschlange gebissen hat. Da gibt es eigene Arzneien dafür, was man im Stall kaufen kann, dass man wieder das Pferd wieder hinkriegt, dass es wieder gesund ist. Wenn ihr das nichts macht, kann passieren, dass euch während dem Reiten das Pferd natürlich weggestirbt. Das kann leicht passieren. Wenn wir gleich durchschauen alles immer. Weil hier gibt es ziemlich viel ab und so zum Aufsammeln. So, jetzt rennen wir da runter. Und dann wieder den Metalldetektor in der Hand. Hier ist meistens was zum Ausgraben, wenn ein gelber Rauch aus ist. Und hier hinten bei dem Stamm etwas mit dem Metalldetektor zum Ausgraben. Jetzt gehen wir runter. Hier sind ziemlich viele Tiere immer. Wieder Metalldetektor raus. Jetzt gehen wir ein Stück runter da. Ja, schlägt an. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist unten ist nämlich ein kleiner Stamm,
Da liegt gleich was zum Ausgraben. Das ist, werde ich euch gleich zeigen, nämlich hier drinnen. Hier oben ist die Rinderrange, wo wir gleich vorbei raufgehen. Wenn man hier rauf geht, kommen wir zum Händler, zum Hehler und zum Arbeiterdorf. Hier kommt man, wenn man hier rauf geht, nämlich zur Rinderfarm, weil hier sind ab und zu Rinder, was man mit Lasersuppe einfangen kann und töten kann. Natürlich halten kann. Wenn man einen Jagdwagen hat, kann man natürlich hier 5 große Rindfelle reingeben. Hier kann man zum Beispiel etwas trinken, wo man natürlich die Dings verstärken kann. Trinken wir gleich die Ausdauer und das Auge. Kostet nichts. Nehmen wir gleich noch etwas. In manchen Häusern gibt es halt solche Getränkekisten. So, jetzt ist wieder die Ausdauer und das eBay nämlich wieder bei mir voll. Und immer gleich nachschauen in die Laden. So, da ist ein Schmuckstück wieder für den Hehler. Da haben wir einen silbernen Ring. Es gibt auch ein Fleisch, was man am Lagerfeuer auch verwenden kann, wo das Adlerauge noch länger aushält. Da könnt nämlich ihr, wenn ihr die in die Satteltasche habt, da könnt ihr zum Beispiel das Großwildfleisch mit Thymian, da habt ihr nämlich, werden wir gleich nutzen, dass man da geht natürlich, wenn man hier mit dem Adlerauge nachher ziemlich langsam herum. Ist nämlich sehr gut bei der Jagd. Und wenn man Kräuter sucht. Jetzt gehen wir Richtung Stall von Rhodes. Hier kann man nämlich auch ziemlich PC-Spieler jagen und natürlich euren Charakter schnell hochleveln. Oder müsst ihr, wenn ihr einen geschossen habt, plündern und gleich weitergehen. Wenn ihr stehen bleibt und der Reiter kommt, habt ihr einen Zeugen. Und wenn ihr den Zeugen nicht tötet, der reitet davon, dann werdet ihr gesucht. Dann kommen die Gesetzeshüter und wenn ihr jeden Gesetzeshüter tötet, steigt natürlich euer Kopfgeld. Das wollen, und das ist ein bisschen, jetzt gehen hier wir da runter. Nehmen wieder den Metalldetektor in die Hand. Hier sind ziemlich viele Wildschweine drinnen.
kann man auch super fischen, will ich euch noch sagen, auf Schwarzbarsch. Bringen ziemlich viel Kohle. Meistens ist hier hinten was zum Ausgraben und eine Pflanze, für die man dann was sah, ist meistens hier. Hier sind die Wassertümpeln, wo die Schwarzbarsch drinnen sind, und hier sind insgesamt um die 4 verschiedene Fischarten drin. Aber der Schwarzbarsch ist ein Weißwedelhirsch, nehmen wir mit. Bringt Kohle. Dürfte den Stall was drinnen sein. Es hat angeschlagen. Da ist nämlich, wenn ihr den Kontrolle habt und ein bisschen Sand schlagt, ist meistens hier was drinnen. Ja, es ist was drinnen, hört man schon. Gehen wir hier rein. Müssen wir nur schauen, wo die Karte liegt. Da liegt sie ja. Na, natürlich nehmen wir die Karte. Jetzt nehmen wir wieder den Metalldetektor und er schlägt natürlich an. Das ist immer gut, wenn der anschlägt. Da gehen wir rauf zum Friedhof. Schauen, meistens hier zwischen die 2 Kreuzen ist was. Aber dieses Mal ist unten im Brunnen. Man muss aufpassen, dass es nicht runterfällt. Und zack, nehmen wir wieder den Metalldetektor in die Hand und natürlich kann man hier ausgraben. Gehen wieder rauf. Die Münzen bringen sehr viel Geld und ziemlich viele XPs, wo man ziemlich schnell auch den Sammel in die Höhe bringt. Nehmen nämlich den Metalldetektor, meistens bei der Vogelscheune ist was zum Ausgraben. Aber jetzt ist nichts. Die Farm ist nämlich hier oben. Da ist nämlich der Stall, wo wir gleich hinkommen auch. Ist nämlich auch ein gutes Gebiet für Weißwedelhirsch zum Jagen. Und natürlich gibt es hier auch ziemlich viele Wildschwäne zum Jagen. Hier bei dem Baum ist meistens was zum Ausgraben. Jetzt nehmen wir natürlich meine Lanchester wieder in die Hand. Ist mein Jagdgewehr. Ist auch die stärkste Waffe im Spiel. Weil die Revidiergewehre, weil die hat ziemlich kurze Ladezeit und die hat ziemlich viel Power. Hier bei den Steinen. Dann gibt es noch das Rolling Bock Gewehr, Ball Action Gewehr. Was gute Gewehre sind. Ein Scharfschützengewehr ist gut, das ist Rolling. Blockgewehr, das ist hier, dieses hier.
hat aber nur einen Schuss. Das ladet immer bei jedem Schuss nach, da habt ihr kein Magazin. Und ist ziemlich stark und ihr könnt nämlich beten, da braucht ihr nicht immer nachladen. Das heißt, ihr tut das Visier rein und ihr könnt immer gleich schießen. Ist ziemlich gut, wenn ihr von hirnamputierten echten Spiel angegriffen werdet. Kann ich euch zeigen, wie das funktioniert. Da schießt, da habt ihr immer gute Karten. Weil das Gewehr macht so viel Schaden, ist besser wie das Kanongewehr. Weil mit einem Schuss könnt ihr nämlich den Gegner töten. Beim Kanongewehr, da braucht ihr 2 Schuss. Ja, hier bei der Hütte ist was. Da müsst ihr runtergehen. Natürlich in den Keller. Da war schon einer. Muss man nur schauen, wo die Karte liegt. Ah, da liegt sie ja. Und es ist noch etwas da. Das wird in Karten natürlich im Kasten sein. Haben wir wieder eine Bürste, haben wir 2 Gegenstände schon gefunden. Jetzt gehen wir Richtung Stall. Dann nehmen wir natürlich das Gewehr raus, gehen gleich in die Hocke, da sind meistens schöne Weißwedelhirsch. Gehen wir nur ein bisschen rein in den Wald, weil da gibt es einen Stein, wo meistens etwas mit dem Metalldetektor begraben ist. Da ist nichts da. Okay, jetzt gehen wir jetzt werden wir Richtung Everton Range gehen. Da wird man nicht gehen, sondern natürlich reiten. Natürlich die Metalldetektor wird in der Hand. Da muss ich nur schauen, wo die, da werde ich eine Markierung setzen. Ein bisschen verritten. Komfort. Bei so viel Wegen, aber das macht nichts. Weil da oben ist nämlich die Range, wo man im Brunnen heruntergestiegen ist. Da vorne kommt gleich der Stall.
Da habe ich ein Tier so zusammengeritten, werden wir gleich aufnehmen. Entweder wird das ein Vogel sein oder ein Hase. Müssen wir schauen, was ich da... Ein Vogel nehme. Dann aber sind, was man verkaufen kann, wieder Wellensittich sein oder so etwas. Da ist ein feindliches Lager von einem anderen Spieler. So, ja, da vorne ist schon die Werden. Hier kann man nämlich gut Schafe jagen. Wenn man einen Jagdwagen hat, kann man, wenn man gut ist, nämlich den ganzen Jagdwagen voll kriegen. Da sind hier immer Schafe, hier sind immer zwischen 40 und 50 Stück. Aber die könnt ihr nämlich nur gewisse Zeit tun, meistens auf die Nacht. Mit Lasso oder Bogen, weil hier, da schlafen nämlich die Arbeiter, die was die Tiere natürlich aufpassen. Meist beste Zeitpunkt, wo hier nämlich auf Schafejagd geht, wann hier Schafe sind, von 21 Uhr bis 4 Uhr könnt ihr hier die Schafe jagen. Aber aufgepasst, ihr müsst immer schauen, wann Kutschenfahrer oder Reiter sind, dass ihr da keine Tiere tötet mit dem Lasso oder mit dem Bogen, weil da habt ihr nämlich wieder die Zeugen. Und schon wissen, da kann, wenn die Zeugen verschwinden, schlagen die Alarm, da kommen noch die Gesetzeshüter. Da liegt einer der Rockkarte, die nehmen wir gleich mit. Das ist wieder die Bahnstation Werden. Kann man auch gute Aufträge annehmen. Da könnt ihr die Nebenmission, ihr seht, wieder ein Level hochgestiegen. Weil mit den Schätzen, was man findet, steigt man natürlich schneller in die Höhe, wie wenn man jagt oder unnötig PCs abschießt, weil da steigt sie schnell in die Höhe. Normal ist hier unter der Brücke etwas, da ist nichts, dann nehmen wir wieder das Gewehr, reiten hier zum Lazarett, das war früher ein Krankenhaus. Da liegen noch die Skelette drin. Schaut ein bisschen arg aus, aber hier ist meistens eine Rockkarte, wenn keine liegt, reiten wir natürlich weiter. Da schauen wir noch, wo ein gelber Rauch aufsteigt. Steigt keiner auf.
reiten wir darauf. Da ist nämlich, wenn man eine Schnapsbrennerei hat, kann man hier auch eine Schnapsbrennerei aufstellen. Aber ich habe meine natürlich in Sumpf aufgestellt. Ist nicht zum Ausgraben, dann reiten wir gleich runter. Weil wenn man dort die Schnapsbrennerei hat, hat man nicht weit nach Rhodes oder nach St. Denis. Ist auch wieder von einem ein Lager. Der ist gerade rausgegangen vom Spiel. Oder hat das Lager nämlich woanders platziert. So, jetzt gehen wir hier rauf. Müssen wir aufpassen, hier sind ab und zu viele Wildschweine. Schauen in die Hütte da rein. Da gibt es auch hier immer tolle Dinge, was man beim Händler verkaufen kann. Ihr wisst schon was immer. Ihr hört schon im Hintergrund die Wildschweine. Das ist immer gut, weil Wildschweine bringen ziemlich viele Kohle. Und immer durchstöbern. Ganzen Kisten, Nachttische. So, da werden wir jetzt gleich unsere Reinchester. Hier sind auch Truthähne. Da hinten sind die Wildschweine. Die holen wir sich auch. Zack. Jetzt gehen wir ein bisschen aufsammeln. Eichhörnchen geschossen. Das ist ein Truthahn. Oder auch ein Eichhörnchen. Ja, ein Eichhörnchen. Dann ist hier der Truthahn. Also Zweier. Also zwei wird da nur gerupft, aber der Kadaver kommt mit. Der bringt ein paar Dollar, was man beim Fleischen natürlich verkaufen kann. Bringt Kohle. Jetzt gehen wir runter und holen sich natürlich das Wildschwein, was man geschossen hat. Dann reiten wir noch rauf zum Hochstand, weil meistens auf dem Hochstand ist nämlich eine Tarotkarte oder bei der Feuerwache eine dicke Schnapsflasche. Schauen wir mal, da oben was ist zum Holen. Und ihr müsst halt hier aufpassen, hier gibt es ziemlich viele Klapperschlangen. Da ist nämlich der Hochstand. Meistens oben eine Tarotkarte, aber heute ist keine da.
Da oben ist die Feuerwache. Ist meistens ganz oben etwas. Aber das Spiel hört sich eh, wenn was oben ist. Da gibt es leichte Vibrationen. Ist meistens eine dicke Schnapsflasche oben. Jetzt reiten wir wieder zurück zu der Range zur Poststation. Dann geht es Richtung Wente, wie man halt sagt. Hier kann man schon wieder den Metalldetektor natürlich rausgeben. Aber bevor man da hinreitet, der hat da ausgeschlagen. Muss man nur schauen, wo. Oder na, das ist da nicht. Der muss da oben was sein. Muss mal schauen. Der ist am Hügel. Ist am Hügel am sein. Da unten ist bei den Jungwald. Genau. Genau hier. Oh, können wir gleich zu der Hütte auch vorbeireiten. Wenn da was ist. Ihr seht, da steigt sogar schon, so dass wir hier vorbei geritten sind. Kann man natürlich die Karte gleich nehmen. Hier ist wieder, kann man eine Mission annehmen, aber lieber nicht. Weil diese Nebenmissionen, manche sind sehr gut, manche sind weniger gut. Zum Beispiel diese ist nämlich nicht gut, weil da könnt ihr echt ziemlich viel Kopfgeld aufgeben. Und das ist nicht gut, weil wenn man ein Kopfgeld beieinander hat von $20, werdet ihr nämlich ausgeschrieben. Da erscheint am Bildschirm gesuchte Spieler.
könnt ihr annehmen und den gesuchten Spieler jagen und einfangen und zum Sheriff bringen. Da bekommt ihr nämlich das Kopfgeld, was derjenige hat, und ein bisschen Gold. Aber nur geht das nicht leicht, wenn man da mit einem verstärkten Lasso arbeitet, weil der Spieler kann sich schneller befreien. Und wenn ihr natürlich den Tod abliefert beim Sheriff, bekommt ihr nur die Hälfte von 20. Das sind $10 nur und ein paar Nuggets. Meistens hier bei der Vogelscheuche. Jetzt sind wir bei der Farm. Die zeige ich euch nachher, wo die Farm ist. Ist gar nicht weit von Rhodes entfernt. Bei der werden Ranch halt. Früher hat es auf den Hügeln so viele Bison gegeben, aber leider sind die nämlich verschwunden. Jeden Tag sind weniger geworden und jetzt gibt es keine mehr. Früher waren hier um die 50, 60 Stück zum Jagen. Jetzt findet man noch vereinzelt Bisons, Herden in Blackwater. Früher waren hier ziemlich viele Bisons. Das ist nämlich hier die Ranch, wo ich bin. Hier oben auf die Hügeln waren die Bisons. Leider sind die hier nämlich ausgestorben. Die was länger spielen, wissen das. Die können euch bestätigen, dass hier eine Menge von Bisons waren. So, jetzt reiten wir hier zum Schafstall oder Ziegenstall. Die werdet ihr kennen, wenn ihr Story gespielt habt. Nehmen wir nämlich gleich den Kamm. Ist gut. Da kann man wieder durchstöbern. Ah, da ist eine Brosche, eine Schnupftabakdose für den Healer. Kann ich euch zeigen in der Karte, wo der Schafstall natürlich liegt. Der liegt hier. Und hier ist da ist ein Tier, das werde ich gleich eliminieren. Hier bei dem Baum ist meistens etwas zum Ausgraben mit dem Metalldetektor, wenn ihr den habt. Aber heute nicht, weil der war gestern. Alle 2 Tage ist hier was zum Ausgraben. Ja, jetzt sollte ich mein Pferd einmal wieder füttern.
zurzeit müssen die Pferde natürlich gestriegelt werden, gefüttert werden. Mal wieder den Metalldetektor heraus. Hier ist wieder ein Lager von einem anderen Spieler. Ihr seht, dass ziemlich viele Spieler in der Lobby natürlich sind. Es gibt verschiedene, insgesamt gibt es über 400, wo 25 Spieler in einer sind. Das ist die Höchstanzahl. Aber ihr seht, bei der Kutsche ist auch schon was aufgestiegen. Die soll man sich gleich. Ja, bei den Revolver ist der Kanon und der Navy-Revolver ziemlich die besten. Bei den Pistolen ist die Halbautomatik, die was ich benutze, die hat eine Feuerkraft und eine Nachladezeit, was gigantisch ist. Da haben ein paar solche hinimportierte Griffer bei der Pistole 0 Chancen. Die hat 8 Schuss. Aber die Feuerrate von dieser Waffe, die ist ziemlich enorm. Habe ich auch ein eigenes Video gemacht, könnt ihr anschauen. Und der Metalldetektor schlägt schon wieder aus, der ist bei den Gewürzel von den Bäumen. Bei den 2 Kisten. Ich kann euch in der Karte zeigen, wo die Dings ist. Das ist hier. Meistens liegt hier bei der Pumpenstation etwas. Oder hier oben. Oder am Förderturm oben. Aber da liegt jetzt nichts. Und dann reiten wir gleich Richtung kleine Rinderrange. Zeige ich euch auch, wo die ist. Halten wir sich mehr oben. Immer aufgepasst, hier sind immer Klapperschlangen unterwegs. Im ganzen Spiel, außer in der Gebirgsgegend, wo Schnee liegt, da sind sie halt nicht, aber da hat man halt mit anderen mit Tieren zu tun. So, jetzt sind wir hier gleich bei der kleinen Rinderrange. Natürlich da wir hier auch immer gleich durchschauen.
Ihr wollt ja auch solchen Kontostand haben wie ich. Wie man den sich genau macht, das habe ich auch bei den anderen. So, jetzt den Kamin. Zack. Und Stück gefunden. Gehen wir gleich in Geräteschuppen. Ist nichts. Der Kuhstall ist hier. Und wenn ihr zwar, ich kann euch noch zeigen, wie das funktioniert, wenn man Fleisch kocht. Zum Beispiel hier habe ich Großwildfleisch und ich mache wieder mit Thymian, da habe ich nämlich ziemlich gute Werte. Gekocht, entweder könnt ihr das Fleisch gleich essen oder man kann das in die Tasche geben. Kann man auch andere, ihr seht, beste Fleisch ist das hier mit Ackerminze. Wenn ihr dieses Fleisch gegessen habt, da kann euch nämlich so ein hirnimportierter Griffer, der was euch angreift, nichts machen. Der braucht ziemlich viel Munition, wenn er da auf euch schießt. Da habt ihr nämlich, kann euch das zeigen, da habt ihr nämlich einen Gesundheitskern von, kann eines essen. Das ist mit der Ausdauer, da habt ihr nämlich einen Gesundheitskern von 4. Und wenn ihr noch das Onika trinkt, habt ihr einen Kern. Das heißt, wenn euch einer mit der Lanchester killen will, braucht er schon 9 Schuss. Wenn ihr keins habt, braucht er nur 2 Schuss. Da seht ihr, dass hier nämlich mehr Schüsse der andere Spieler braucht. Ist eine gute. Und wenn ihr noch die richtigen Karten habt, die Fertigkeitskarten habt, zum Beispiel die hier, kann euch die zeigen, kann ich jedem empfehlen. Da spucken sich und ihr habt es nämlich alle auf Level 3 gelevelt. Da haben andere Spieler natürlich schon echte Schwierigkeit gegen euch. Was zum Ausrichten. Die meisten vergessen immer die Fertigkeitskarten zum Hochleveln. Das ist nämlich in diesem Spiel das Wichtigste. Wenn ihr eine Fertigkeitskarte noch nicht habt und kauft, die kostet einmal $50. Beim Hochleveln auf die zweite Stufe $250 und die dritte Stufe, wenn ihr die hochlevelt, kostet nachher schon $500.
Hier sind auch Verhasen. Tu nur jagen, wenn Tiere vorbeikommen. Heute machen wir nur meine Tour, wo man natürlich die Schätze finden, wo ich Schätze finde. Und wenn ihr jeden Tag immer die Tour macht, habt ihr natürlich unter kürzester Zeit ziemlich viel Dollars. Macht das meistens, wenn 25 Spieler drinnen sind, weil da könnt ihr nicht gut jagen, weil es nicht viele Tiere gibt zum Jagen. Dann mache ich immer die Tour. Die Schätze verkaufe ich nachher bei der Madame Assad, wenn die in der Nähe ist, und es zahlt sich ziemlich aus, wenn ihr die Sammelrolle habt und natürlich den Spaten und den Metalldetektor habt und natürlich die Sammeltasche. Na komm. Die hat sich auch jetzt geschreckt, weil ich vorbeigeritten bin. Die meisten glauben, man greift sie an, weil wir das Gewehr raus haben. Wer mich kennt, der weiß, dass ich der Letzte bin, der was einen Spieler angreift. Als erster. Hier ist auch einer. Jetzt sind wir in der Wild. Da wir die Waffe weggestecken, weil wenn man durch eine Stadt kommt, ist ziemlich gefährlich. Da wird man gleich von den PCs auch angegriffen. Meistens ist hier im Salon immer 2 Gegenstände zu finden. Ja, oben bei der Kirche steigt schon ein gelber Rauch auf. Da müsst ihr nur den Adlerblick einschalten, dann seht ihr den, wo die liegen. Einmal gleich die Tarotkarte. Machen wieder den Adlerblick, meistens beim Sheriff, bei dem Stingaufgang. Jetzt gehen wir da hinten. Entweder hier in der Kiste. Wenn in der Kiste nichts liegt, ist hier bei diesem kleinen Tisch. Nehmen wir gleich den Metalldetektor wieder in die Hand. Meistens hier in eines von den 3 Missbeete, was hier sind, das was begraben ist. Da gehen wir runter zum Schafstall, wo die Schafe sind. Der kleine natürlich, es gibt einen großen auch. Meistens hier oben, das was zum Ausgraben ist. Hier sind immer die Schafe. Meistens sind hier nur 7 Stück drin, aber da hat man nicht weit zum Fleischer. Tun wir mal das Fleisch und das verkaufen.
So, da ist der Fleischer. Kann man gleich verkaufen. Was ich nicht brauche. Das Großwildfleisch täte ich nicht verkaufen. Tierfett, ja. Wenn ihr zum Beispiel die Broschüren nicht habt, Explosivmunition für Flinten, Gewehr oder für die Bögen, könnt ihr das Tierfett verkaufen, wenn zum Beispiel ihr die Broschüren habt schon. Täte ich die nicht verkaufen, denn mit Tierfett kann man nämlich Explosivmunition herstellen, aber ihr braucht nämlich die Broschüren Explosivmunition für Flinten, Gewehr, Pistolen, Revolver oder Flinten oder Bögen. Die kriegt ihr nur bei einem Händler zum Kaufen. Natürlich kosten die zwischen $250 bis $1200, die sind verschieden immer. Die Explosivmunition für Scharfschützengewehr und ist ein bisschen teurer wie Pistolen oder Bögen. Wenn ihr zum Beispiel das Geld habt und ihr nämlich die freigeschaltet habt, die Broschüren, kauft euch die. Die sind nicht schlecht, die Broschüren. Und die Explosivmunition kann man natürlich auch bei jedem Lagerfeuer herstellen, wenn man natürlich die ganzen Materialien hat. Weil die meisten haben sicher nicht mehr die Explosivmunition. Weil wenn man den Adlerpass hat, hat man nur eine bestimmte Anzahl von Explosivmunition bekommen. Die meisten haben die natürlich schon verbraucht. Ich verwende hauptsächlich nur Explosivmunition, wenn ich angegriffen werde, dass ich mich wehren kann. Wenn ich keine mehr habe, stelle ich mir natürlich dieselbe her. Und natürlich, wenn ihr dieselbe herstellt, habt ihr nämlich ziemlich gute Karten wieder. Und die beste Munition ist natürlich die Dynamit-Munition, die Explosivmunition. Kann ich euch ja zeigen. Ich habe nämlich in Manchester so sieht's aus, wenn man nur die Standardmunition hat. Jetzt gehen wir zur Express-Munition und schaut her, wie gleich der Schaden bei der Explosivmunition erhöht ist. Aber ihr habt da nur 10 Schuss. Auch bei den Pistolen. Zum Beispiel, wenn ihr Standardmunition nur habt, Expressmunition, Explosivmunition. Ihr seht gleich, dass da nämlich etlichen Schaden mehr austeilen könnt. Und wenn ihr zum Beispiel mit der Explosivmunition auf einen echten Spieler
Ihr braucht nur das Pferd treffen mit dieser Munition. Und natürlich ist nämlich das Pferd tot und und der Spieler ist tot und das ist schon ein bisschen zwider. Welche Waffen habe ich nämlich bei mir dabei? Einmal die zwei halbautomatischen Revolver. Kann ich euch auch schon zeigen, wie die aussehen. Die sehen nämlich so aus. Aber die hat eine Feuerrate wie eine kleine Kanone. Verdammt gefährlich, will ich euch nur sagen. Wenn der in der Schusslinie ist und ihr löst, habt den markiert und nachher lässt den mit R2 die Feuertaste aus, da geht's wie ein kleines Maschinengewehr. Der hat null Chance, dass er da nämlich ausweichen kann. Jetzt reiten wir schön langsam zu der anderen Range. Diese Waffe ist wie ein kleines Maschinengewehr, die Halbautomatik. Kann euch in der Karte zeigen, wo wir vorher waren. Vorher waren wir nämlich hier. Da ist der Schlachter. Hier ist die kleine Schaf. Hier ist der Schweinestall. Hier ist der große Schafstall. Hier ist die Postmeisterei. Jetzt sind wir natürlich hier geritten zu der Farm. Jetzt sind wir hier. Und natürlich ist hier eine der Rockkarte mal zum Aufsammeln. Die nehmen wir gleich. Zigarren könnt ihr sowieso gleich immer, wenn ihr man findet, natürlich auf den Müll hauen. Die bringen überhaupt nichts, die machen euch nur die Taschen nämlich ziemlich voll. Und ja, was für Waffen habe ich noch nicht? Ich habe nämlich einen Bogen mit beim Pferd, dann habe ich die halbautomatische Flinte, dann das Lanchester-Gewehr, das Rolling-Fock-Gewehr und das Bolt-Action-Gewehr. Das sind meine Waffen. Und den Bogen verwende ich meistens nur, wenn ich eine Schwarzbrenner-Mission habe.
wo ich die Pastille nämlich vergiften muss. Man muss mich nämlich ins Dings reinschleichen. Da könnt ihr entweder Wurfmesser benutzen oder Wurfhacken oder den Bogen. Wenn man zum Beispiel so eine Mission hat, bekommt man natürlich mehr XP und natürlich auch ein bisschen mehr Gold. Wenn ihr jetzt, sagt man, den Alarm ausgelöst habt und ihr angegriffen werdet von den Steuerbeamten, müsst ihr alle Steuerbeamten einmal über den Haufen schießen, dann entweder mit Dynamit oder mit einem Brandsatz die Pastille in die Luft jagen. Da verbraucht ihr nämlich mehr Munition. Tut's aber mit Wurfmesser oder Hack oder Tomahawks oder mit den Bögen, könnt ihr natürlich die Dings, was ihr verbraucht habt, wieder aufsammeln und ihr bekommt nämlich da ziemlich mehr. So, jetzt sind wir hier bei den Bäumen. Kann ich euch auch gleich zeigen, wo dieser Dings ist. Das ist hier unten. Ja, wenn ihr die Tour nachher gemacht habt, da könnt ihr ziemlich viele tolle machen unter kürzester Zeit. Fragt euch, warum mein Pferd mich so schnell reiten tut oder weil ich die besten Pferde habe, die was eine saumäßig gute Ausdauer haben und das zahlt sich nämlich voll aus. Hat sicher eine Mission zum Erfüllen beim zerstörten Dorf. Ist wieder da unten.
rennt man Richtung, meistens hier bei der großen Eisenbahnbrücke, dass unten etwas liegt. Da liegt nichts begraben, dann reiten wir rüber. Aber da steigt nämlich schon gelber Rauch auf. Da ist wieder was zum Ausgraben. Oder was, eine Pflanze? Na, waren diesmal Vogeleier. Ihr seht, wie viel XP man da gleich bekommt. Ja, die Eisenbrücke ist nämlich in der Karte hier. Wo ich bin. Da kann man ziemlich Freunde will hier nach Blackwater reisen. Jetzt reiten wir natürlich bei der Schotterbank reiten wir ein Stückchen vor. Da ist auch was begraben. Kann man auch gleich ausgraben. Ja, wenn sie, sagt man, Schätze sucht, wie ich, steigt die automatisch gleich um 2 Level in die Höhe. Wenn man die ganzen XP zusammenrechnet, sind das zwei Stufen, was sie ja gleich aufsteigt. Da hier ist gleich eine Postmeisterei auch, wo ein Schweinestall ist. Meistens ist hier zwischen die Boxen nämlich was begraben, aber heute ist nichts da. Hier. Sind immer um die 8, 9 Schweine, da kann man schon ziemlich viele halten und natürlich kaufen. Aber nur aufgepasst, das sind Hausschweine. Das bedeutet, da könnt ihr auch ziemlich Kopfgeld nämlich auch kassieren. Da habt ihr auch Zeugen. So wie bei den Hühner, Schafe, Kühe. Da müsst ihr, oder Ziegen. Da müsst ihr verdammt aufpassen. Wenn man Haustiere, nämlich die, was ich gerade gesagt habe, natürlich jagt. Der Schweinestall ist nämlich hier oben. Hier. Was nochmal
schauen, ist da hier, da die Madame Massar heute? Nein. Ist ausgeschaut. Wo heute die Madame Massar ist, weiß ich jetzt nicht. Jetzt reiten wir wieder da runter. Wir haben zurzeit die Hälfte von meiner Tour. Kann man auch gut die PC jagen. Kann man auch ziemlich hochleveln. Jetzt nehmen wir wieder einmal den Datendetektor in der Hand. Ist nichts. Mal wieder wegstecken, den brauchen wir erst wieder bei der Fischerhütte. Jetzt reiten wir wieder Richtung Aroes. Reiten wir hier runter. Vorne ist schon der Fischerhütte, da kann man schon wieder den Metalldetektor in die Hand nehmen. Der schlägt schon an. Zwischen Boot und Wassertank liegt es, kann man hier gleich ausgraben. Mal wieder wegpacken. In der Fischerhütte ist auch etwas, was man aufnehmen kann. Was war das zum Aufnehmen? Ah, nehmen wir mal auf. Ist das? Ja, Zigaretten. Die werfe ich immer gleich nachher weg immer. Und sag mal, die Zigaretten voll sind, nehme ich die ganzen und werfe die weg, weil die bringen rein gar nichts ins Spiel. Da liegt die Tarotkarte. Zack. Zack, zack, zack. Da hinten auf der Insel ist auch etwas. Da reiten wir mit dem Pferd. Wenn man schwimmt, braucht man ziemlich viel geht ziemlich viel Ausdauer. Ja, mit dem Pferd geht das schnell, weil das Pferd generiert sich schneller. Und man natürlich den richtigen Sattel hat, die richtigen Steigbügel hat und natürlich das richtige Pferd hat. Da habe ich auch Videos, wo ich meine Pferde vorstelle, welche Pferde natürlich ziemlich gut sind und
auf was ihr nämlich beim Pferdekauf in diesem Spiel nämlich aufpassen müsst. Gibt's und welche natürlich die besten Pferde sind im Spiel. Insgesamt gibt es nur in diesem Spiel was 6 oder 7 Pferde gut sind. Der Rest ist nämlich nur für ja, dass man sagt, okay, die hat man halt nur zum Anschauen im Stall, dass man angeben kann, yeah. Aber das muss jeder selber wissen, welches Pferd er will in diesem Spiel. Habe halt schon ein Video gemacht, welche Pferde ich habe und welche Pferde natürlich die besten sind. Ich habe nur die besten Pferde im Stall, sonst ich habe etliche Pferde natürlich schon ausprobiert im Spiel. Natürlich die, was nichts mehr getaugt haben, habe ich natürlich wieder verkauft. Nur so, die Schnapsflasche nehmen wir. Die waren nämlich hier, sind hier, Nähe von Rhodes. Vorher waren wir nämlich hier oben da sind wir auch kurz gewesen. Da ist die Mühle, die zerstörte. Und hier unten war nämlich das Fischerhaus und da die Insel. Habe ich vergessen euch zu zeigen. Sind schon ziemlich nahe in Rhodes. Seine Pflanze, die leuchtet, wenn man den Adlerblick hat, natürlich gelb auf, die anderen natürlich weiß. Die ganzen Pflanzen hat und die bei der Madame Massau verkauft, bekommt man ziemlich viel. Nette. Jetzt schauen wir gleich wieder. Meistens hier beim zerstörten Boot, das was mein Detektor vergraben ist, hier bei dem Baumstumpf.
das war gestern, dass hier was gelegen hat. Wenn ihr morgen zum Beispiel hier vorbei reitet, liegt schon wieder was. Jeden zweiten Tag, kann man sagen. So, jetzt sind wir schon ein rotes. Aber wir reiten nicht herauf nach rotes, sondern wir reiten auf der hinteren Seite. Wir reiten jetzt zum Anwesen. Wir können genau, hier fängt das Anwesen an. Das ist eine riesengroße Farm. Das ist nämlich eine Tabakfarm. Hier wird nur Tabak angebaut. Jetzt gehen wir nämlich in das Anwesen rein. Im Spiel heißt das Anwesen. Ich nenne sie meistens die Tabakfarm. Gehen wir durch die Bibliothek. Meistens kann man hier ziemlich viel finden. Meistens liegt hier beim Klavier eine Tarotkarte oder in großen S sehen wir, dass hier eine artige Schnapsflasche ist. Aber leider habe ich schon etliches voll bei den Flaschen. Dann gehen wir hier rauf, nämlich am Stock. Ihr seht, wie früher da ist nämlich was für den Hehler. Schauen hier kurz rein. Sind ein bisschen wieder mehr Schränke zum Plündern. Meistens ist hier in der großen Kiste etwas immer zum Aufsammeln, entweder einen Kamm oder Bürste. Ihr seht, dass ich jetzt schon 2 Stunden unterwegs bin. Jetzt gehen wir runter. Gehen wieder hier raus. Gehen wir runter zu der Fischerhütte. Oder das Boothaus. Meistens ist hier im Bootshaus, wenn man hier reingeht, auf diesen Tisch eine Tarotkarte
oder liegt sie hier? Oder hier drinnen ist ab und zu eine artige Schnapsflasche. Bei diesem Baum ist ab und zu etwas zum Ausgraben. Hier meistens eine dicke Pflanze, hier oben meistens eine Tarotkarte. Sind ziemlich viel bei diesen Anwesen. Man sind da zwischen 6 und 7 Gegenstände auf einmal zu holen. Jetzt gehen wir ins Arbeiterdorf. Früher haben so gemacht, die Gutshäuser, die haben einen eigenen Arbeiterbaracken gehabt, wo die Bediensteten natürlich leben haben können. Meistens ist hier auf dem Tisch eine Tarotkarte. Jetzt gehen wir dahinter. Aber nehmen den Metalldetektor. Bei dem Pumpsklo, was hier ist, WC halt, ist meistens was vergraben. Oder bei der Landzunge hier. Meistens ist hier gleich eine Pflanze. Tun wir wieder den Metalldetektor weg. Meistens liegt hier nämlich, wenn man da reingeht, auf diesen Fässern eine Tarotkarte. Oder wenn man hier reingeht in die Lagerhalle, dass man hier rauf geht. Dann liegt meistens hier hier in der Nähe eine Tarotkarte. Hupfen wir runter. Kann ich euch gleich in der Karte zeigen. Da ist das Anwesen. Hier unten das Boothaus. Arbeiter, Siedlung. Und hier waren wir gerade, wo die Lagerhalle ist. So, jetzt gehen wir darauf. Nehmen aber gleich das Gewehr. Da gibt es ziemlich viele Wildschweine. Ab und zu spawnt hier auch ein Puma. Da müsst ihr verdammt aufpassen. Das ist das gefährlichste Tier, der Puma. Natürlich die Klapperschlange. Hier, wenn man mit dem Adlerblick schaut, steigt gleich ein
gelber auch wieder auf. Wenn man nicht mit Nadelauge arbeitet, dann seht ihr die Dinge nicht. Da rennt ihr voll vorbei. In diesem Spiel ist ziemlich viel, dass ihr mit die Adelaug natürlich macht. Ist auch, kann man auch eine Nebenmission machen, aber nee, hätte ich nicht. Ah, da ist ein Waschbär. Den nehmen wir gleich. Weil mein Grip braucht nämlich Materialien, was er verarbeiten kann. Aber ich bin in diesem Spiel nämlich Händler, Schnapsbrenner und Barbesitzer. Kann man sagen, ich bin ein eigener Unternehmer in diesem Spiel. Jagd mag ich nur so hobbymäßig. Meistens mache ich nur den Schnapsbrenner und zwischendurch ein bisschen jagen, dass ich was den Grip gebe. Der verwertet meine Fälle. Kann ich wiederum wieder verkaufen. Meistens ist hier drinnen in der Hütte auch was, aber es ist nichts in der Hütte. Ich kann euch zeigen, wo die Hütte genau liegt. Die Hütte liegt hier unten. Wir sind von da den Weg entlang. Zuerst sind wir hier zu deren Haus, dann sind wir da wieder retour bei diesem Weg runter. Jetzt werden wir hier rauf bis zum Banditenhaus. Das ist der nächste Weg, was wir natürlich machen werden. Jetzt schauen wir, und natürlich der Metalldetektor ist immer wichtig, dass man den hat und raus tut, weil hier unten bei den Baum ist wieder was begraben und das werden wir natürlich gleich mitnehmen. Jetzt nehmen wir natürlich die Lanchester heraus, weil jetzt das spawnt ab und zu ein Boomer. Nicht immer, sondern der ab und zu halt. Da müsst ihr verdammt aufpassen, weil der taucht kurz vorher auf. Aber vorher nehmen wir sich schon den Truthahn mit. Natürlich aus Pferd. Ups, da hat's geknackst. Jetzt müssen wir aufpassen. Entweder ist das ein weißer Edelhirsch oder ein Wildschwein oder sogar der Boomer. Müssen wir ein bisschen aufpassen hier.
Das Biest taucht kurz vorher auf. Wichtig sind natürlich die Kräuter. Wenn ihr eine Schnapsbrennerei habt, müsst ihr natürlich Kräuter sammeln, da könnt ihr Schnaps herstellen. Dann könnt ihr nämlich den Schnaps verkaufen. Ohne Schnaps geht nichts. Meistens hier bei diesem Baum ist meistens ein Gelege von einem Vogelei, was man aufsammeln kann. Bei dem Baum ist meistens was vergraben. Ist wieder mal ein Lager, das hat sich. Es sind immer viele Wildschweine. Und jetzt sind wir schon langsam im Sumpf wieder. Hier rufe ich immer meinen Jagdwagen, weil hier sind ab und ziemlich viele Alligatoren immer. Da kommt schon mein Jagdwagen. Das ist nämlich das wichtigste Fahrzeug im ganzen Spiel, der Jagdwagen. Man kann auch über die Brücke fahren, aber täte ich euch nicht raten, weil ihr bleibt da nämlich mit dem Jagdwagen hängen. Fahrt lieber seitlich, wo ich gefahren bin. Und natürlich sind schon da die ersten Alligatoren, die werden wir natürlich mit dem Scharfschützengewehr nämlich gleich schießen. Noch nicht auf, da müsst ihr nämlich schnell sein, weil die kommen und gehen wieder. Weil wenn man nur das Pferd hat, kann man nur ein so ein großes Alligatorfell mitnehmen, aber wenn man einen Jagdwagen hat, kann man hier 43 Felle rauf. Das zahlt sich schön aus. Warte, nehmen wir zuerst den Alligator an. Oh, da ist auch einer, ein kleiner. Ah, der ist mal ins Wasser. Aber da ist einer im Wasser. Den habe ich leider nicht getroffen. Müssen wir nochmal auftauchen lassen. Da ist er. Müsst ihr mal schauen, dass, wenn sie anvisiert, dass ein roter Punkt ist. Und der rote Punkt ist, dann erschießen, dann Obsasa. War der Kleine.
verdammt aufpassen. Da müsst ihr nämlich sicher sein, dass ihr natürlich den getroffen habt. So, jetzt werden wir sich gleich diesen holen. Wieder anvisieren, wenn der Punkt rot ist, dann erschießen, dann ist er sicher tot. Wenn ihr nicht getroffen habt und ihr geht natürlich rein, da kann passieren, dass euch der Alligator nämlich gleich frisst. Ich verwende hauptsächlich bei den Alligatorjagd immer das Scharfschützengewehr. Erstens, man kann ja ziemlich weit schießen mit diesen. Und die Schüsse sind ziemlich exakt. Da hinten ist, müssen wir nur anvisieren, wo er genau ist. Jetzt, dass er da hinten ist, und den haben wir. So, jetzt habe ich ungefähr 7 Alligatorfälle jetzt da liegen. Die tue ich jetzt einmal in den Jagdwagen rein. Wenn man den nicht hat, kann man halt nur ein so ein Fell aufs Pferd. Es ist immer gut, wenn man die Händlerrolle hat und den Jagdwagen hat. Aber den kriegt man, wenn man erst Händlerstufe 10 erreicht hat. Kann ich jedem sagen, legt euch den zu, weil da kann man etliche Fälle verkaufen. Da kann man ziemlich viel reintun in den Jagdwagen. Insgesamt kann man von den großen Alligatoren 43 Fälle rauf. Das ist eine ziemlich große Menge. Bei den Kuhfälle kann man nur 5 Stück rauf, bei den großen Fischen nur 5, bei den Wölfe, bei den Kadaver kann man nur 5, bei den Felle kann man wieder 43 Fälle raufgeben bei den Wölfen, bei den Schafe auch 43, und da kann man schon ziemlich. Bei den Schwäne kann man, bei den Wildschwäne kann man insgesamt auch 43, bei den Hausschwäne kann man 43 und bei den Kadaver nur 5. Der hat ziemlich große Ladekapazität, der Jagdwagen. Und es zahlt sich echt aus.
Hier müsst ihr halt aufpassen, hier sind ab und zu auch Klapperschlangen unterwegs. Da ist wieder eine Pflanze. Die nehmen wir gleich für die Madame Sau. Hier müsst ihr immer aufpassen, wenn es hier durchs Wasser geht. Alligatorengefahr oder Krokodilgefahr, wie man halt. Jetzt tun wir gleich den Metalldetektor raus. Meistens ist hier nämlich was, man schaut, meistens hier ist eine Pflanze, hier beim zerstörten Zelt ist meistens was vergraben. Jetzt gehen wir zur Hütte. Und natürlich den Metalldetektor weg. Bosso nehmen wir gleich mit. Meistens in der Hütte ist meistens auch der Rockhatte, dicke Schnapsflaschen, Schmuck, natürlich Konservendosenhaufen. Da hinten beim Baumstumpf ist meistens was begraben. Da schlägt meistens gleich immer an, wenn man da nur kurz hingeht, aber heute ist nichts. Ja. Gehen wir hier rüber über die Brücke, dann zeige ich euch, wo die Insel war, was ich euch gezeigt habe, wo die Fischehütte war, wo wir zurzeit sind. Wir sind nämlich jetzt hier unten. Hier auf dieser Insel, wo wir vorher waren, wo das zerstörte Zelt ist. Hier ist die Fischehütte. Hier ist zurzeit eine Schnapsbrennermission, die können wir machen. Kann ich euch zeigen, wie die funktioniert. Wie man leise einschleicht. Da nehmen wir nämlich gleich die Hacke. Da müssen wir sich nämlich von hinten reinschleichen, die Pastille vergiften und wieder rausschleichen. Ja, da müsst ihr verdammt aufpassen, dass die uns nicht entdecken. Dann nehmen wir gleich die Tomahawk. Jetzt vergiftet man nämlich die Pastille.
from here. Say your prayers, son of a bitch. Jetzt schneller raus, dass wir die volle Punkteanzahl noch kriegen. So, abgeschlossen und ihr seht, dass ich jetzt nämlich volle Punkteanzahl bekommen habe. Aber wir gehen da nochmal rein. Mal schauen, hier ist nämlich entweder ein Vogelnest oder eine Pflanze. Wird ein Vogelnest sein. Na, eine Pflanze ist. Die nehmen wir gleich. Dann gehen wir noch rein, weil drinnen habe ich auch was gespürt, dass Vibrationen sind da waren. Entweder in diesem Raum, das was nicht der Rock hatte ist. Oder die Bestille ist meistens, die haben wir zerstört. Meistens liegt hier nicht der Rockkarte. Wenn ihr jetzt sagt mal Alarm ausgelöst habt, am besten zeige ich euch, wie man die Bastille zerstört. Ihr schießt einfach auf den Dynamit und die Bastille ist zerstört. Da braucht ihr nicht eigens Dynamit selber verwenden. Tu wieder meine Bolle rein und die Fleischerhacke. Ist so viel in den Haus darf ihr nicht, müsst ihr ein bisschen vorsichtig beim Schießen sein, weil hier sind ziemlich viel Dynamit. Es ist wieder gut, wenn man zum Beispiel ein Attentat ist, wenn euch einer jagt, ein echter Spieler, der was ein Attentat hat, könnt ihr euch nämlich hier könnt ihr euch auch verstecken, aber ich möchte nur sagen, die ich euch nicht empfehlen, dass ihr zum Beispiel da ist wieder gut, da müsst ihr, wenn so eine Attentatmission nämlich ist, müsst ihr natürlich euch ziemlich gut verstecken. Meistens ist hier im Kamin etwas oder in der großen Kiste. Hier bei der Kiste. Was da was ist immer. Was man für die Madame sah. Gehen wir wieder raus. Ihr seht alle, wie viel Dynamit hier herinnen ist. Oh. Verdammt gefährlich, will ich euch noch sagen. Warte hier. Vorsichtig mit der Waffe sein. Meistens ist hier etwas vergraben auch. Hier beim Friedhof ist meistens auch eine Schatulle. Wenn sie Ackerminze braucht,
sind hier nämlich viele Ackerminzer zum Aufsammeln. Habt gesehen, wie das schön funktioniert? Dass man lautlos reingeht. Nur zum Schluss habe ich ein kleines Problem gehabt, aber der hat Gott sei Dank nicht keinen Schuss abgegeben, dass die anderen mich gesucht haben, weil da drinnen wäre es jetzt ziemlich eng geworden. Ich muss kurz auf die Toilette, kann man gleich. Pause tut man immer mit dem Katalog. Wenn einer das nicht weiß, wenn man ziemlich ein bisschen länger weg ist das nämlich die Pause-Taste.
schon da, hat ein bisschen länger gedauert. Jetzt geht's weiter. Schauen wir mal, wenn Alligatoren in der Nähe sind. Wenn keine sind, schicke ich nämlich meinen Jagdwagen nämlich wieder weg und holen sich natürlich wieder unser Pferd. Ich mache weiter mit der. Jetzt habe ich mein Pferd wieder gerufen. Warum ich das Spiel am liebsten spiele, weil das ist nämlich ein realistisches Rollenspiel. Aber die Ausdauer hat ein bisschen bei mir, aber da nehme ich gleich wieder mein A-Lauge länger nutzen kann, wieder das Großwildfleisch von mit Thymian. Ein Sumpf ist immer schön zum Jagen. Hier sind die wenigsten echten Spieler. Die haben nämlich ziemliche Angst vor die Alligatoren. Ich bin lieber in Sumpf, weil da werdet ihr nicht angegriffen. Da gibt es viele Tiere und man kann ziemlich viele jagen, fischen. Da hinten sehe ich schon mit dem Nadelauge, dass drüben auf der Insel etwas ist. Jetzt rufe ich mein Pferd. Ihr seht den gelben Rauch. Wenn ihr zum Beispiel nicht das Auge nutzt, da seht ihr nichts. Mir ist immer wichtig das Adlerauge. Wo ist mein Pferd? Mensch, ich hau die Zigaretten weg. Tue ich gleich jetzt ein bisschen sortieren. Und die hau ich auch weg. Rauchen wir mal eine, bis das Pferd kommt. Da braucht ihr keine Angst haben, dass ihr Lungenkrebs kriegt, so wie ich. Mensch, jetzt bin ich wieder ein bisschen zu weit weg. Ja, ein bisschen wieder, wenn man das Pferd ein bisschen weiter weg ist, kommt das nicht. Da. Sie kommt schon. Ich habe nämlich beim Pferd nämlich eine Laterne, dass ich mein Pferd nicht irrtümlich erschieße. Und jetzt reiten wir darüber auf die Insel. Wenn man da rüber schwimmt, kann passieren, dass Alligatoren auch im Wasser sind. Kann man nämlich gleich, da ist was zum Ausgraben. Meistens ist in diesem Boot auch eine dicke Schnapsflasche. Diesmal ist eine Pfeilspitze hier. Die Insel ist hier. Und ihr schaut, Nähe von St. Dennis. Und da müssen wir jetzt entweder schwimmen wir oder man reitet mit dem Pferd rüber. Immer
mit Nadlerblick schauen, dass kein Alligator in der Nähe ist. Das ist in Sumpf sehr wichtig. Jetzt gehen wir zum zerstörten Haus. Da ist auch meistens was drinnen zum Aufsammeln. Hier bei diesem Fass ist meistens eine dicke Schnapsflasche. Hinten ist ab und zu in der Nische hier was zum Ausgraben. Meistens ist hier auch eine Kopfgeldmission zu machen. Und jetzt gehen wir Richtung Rhodes bei der Brücke. Wir haben noch das Schlachtfeld noch zum Absuchen. Dann so Richtung Schnapsbrennerei, was ich habe. Und ihr müsst immer nur schauen. Ja, da ist ein Tier. Das holen wir sich gleich. Haben wir 2 Kojoten geschossen. Warum ist das Spiel? Ah, das sind Truthühner, keine Kojoten. Ist auch gut. Kann ich gleich wieder eins draufhängen aufs Pferd. Kann ich wieder mal verkaufen. Mal gleich nach Rhodes reiten, die Truthähne verkaufen. Ah, da hinten ist auch etwas, wenn man da einen Truthahn holt. Ist auch was zum Ausgraben. Und ihr seht, dass man bei meiner Tour, nämlich was ich mache, ziemlich vieles Schätze auch findet. Nur ihr müsst nur halt wissen, wo sie sind. Aber ja, wenn ihr die gleiche Tour macht, so könnt ihr ziemlich viele Dollars machen in der kürzester Zeit. Und da könnt ihr schon wieder ein bisschen was anderes kaufen. Wenn ihr frisch ins Spiel kommt, gebe ich euch einen guten Rat. Nehmt Echtgeld einmal in die Hand und kauft euch einmal Gold, dass ihr einmal die Rollen einmal habt, zum Beispiel den Händler, den Schnapsbrenner und natürlich den Sammler, weil ohne Sammler könnt, da oben ist zum Beispiel auch etwas, seht das in der alten Kirchen, nämlich was oben ist, da gehen wir gleich rauf und holen wir sich das. Dann müsst ihr hüpfen. Und nicht so abstürzen wie ich. Kommt ein bisschen vor, wenn sie zu schnell. Gehen wir ein bisschen weiter zurück. Im Anlauf. Dann nehmen wir das. Von hier runter. Hier meistens ist etwas zum Ausgraben. Dann gehen wir nämlich rauf, dann wieder runter ein Stückchen. Oder man kann gleich
gleich darüber gehen. Brauchen wir da nämlich nicht mehr runtergehen. Ich verwende immer den Metalldetektor, weil den hier ist meistens mehrere Sachen zum Ausgraben. Das ist nämlich das Schlachtfeld, wo früher ein ordentlicher Kampf war. Sind auch ein Haufen Schützengräben. Ich zeige euch noch ungefähr, wo das Schlachtfeld liegt. Hier meistens da drinnen im Haus ist etwas immer zum Ausgraben oder und so sind hier auch der Rockkarten versteckt. Ich zeige euch, wo das Schlachtfeld liegt bei Rhodes. Das liegt hier. Hier ist die Kirche, wo wir vorher waren. Das ist hier in diesem Bereich ist das Schlachtfeld. Nee, bei Rhodes. Gehen wir da runter. Meistens ist hier in der Hütte etwas bei diesem Kamin. Oder da unten ist eine Kanone, das hier was zum Ausgraben ist. Wenn man gleich einen kleinen, da oben ist wieder ein Tier zum Schießen. Nehmen wir gleich mit. Ich sah diesmal ein Dachs. In diesem Spiel kann man ziemlich viele Tiere jagen. Da gibt es insgesamt über 80 verschiedene Tierarten, ungefähr 40 verschiedene Fischarten und die 60 verschiedene Kräuterarten, wo man zum Beispiel die braucht zum die Schnapsbrennerei. Wenn man im Lager einen Suppentopf hat, kann man mit gewissen Kräutern auch ziemlich gutes Essen machen. Ja, die meisten vergessen halt, jetzt seht ihr hier schon die Laterne von meinem Pferd. Schaut sich nur am Abend rein, dass man genau weiß, wissen, wo man ist wieder gut, wenn man auf Nacht reiten tut. Tut man das Kojotenfell natürlich aufs Pferd. Ja, jetzt reiten wir kurz nach Rhodes rein und verkaufen da die Truthähne, dann reiten wir runter zu meiner Schnapsbrennerei. Jetzt sind wir gleich fertig mit der Runde, es ist nicht mehr viel. Jetzt reiten wir mal zum Fleischer. Dann zum Gemischtwarenhändler. Sich gleich wieder Munition kaufen. Hello, you look hungry.
kann man zum Beispiel Vogelfleisch verkaufen. Das Großwildfleisch, täte ich euch sagen, verkauft das nicht. So wie Tierfette, wenn ihr die Broschüren habt, verkauft es auch nicht, weil mit diesen kann man nämlich Explosivmunition herstellen. So, jetzt habe ich die Tiere verkauft und das Fleisch verkauft. Gehen wir zum Gemischtwarenhändler. Da kann man nämlich Kleidung kaufen, Munition, Tränke, zum Beispiel an der Tonika, dass man. Da habe ich jetzt Munition gekauft. Jetzt schaue ich einmal rein für die Getränke. Jetzt die ganzen Munitionssorten, Köder. Jetzt bin ich wieder voll. Auf Munition wieder für meine Gewehre. Jetzt können wir auch gleich wieder beim Hiller vorbei. Da ist auch ein Arbeiterdorf. Meistens ist hier auch etwas. Hier kann man zum Beispiel wieder beim Lagerfeuer natürlich wieder Fleisch machen, wenn man will. Jetzt reiten wir hier runter. Jetzt sind wir im Sumpf. Ihr hört schon im Hintergrund die Alligatoren. Was sehe ich da? Alligatoren sind hier. Da schicken wir unser Pferdchen weg. Und holen natürlich da unseren dreimägiges Raten, was ich mir hole. Den Jagdwagen. Diesmal ist der ziemlich weit gespawnt, aber das macht nichts. Denn hier sind Alligatoren im Wasser. Und das bedeutet, mal schauen, wann eins in der Nähe ist. Das ist ein zweites in der Nähe. Da hole ich das andere noch nicht, das was ich beschossen habe. Das ist ganz knapp, da müsst ihr mal genau schauen. So, jetzt schauen wir, wie man das aufsammeln kann. Ja, das kann man aufsammeln.
legen natürlich das da ab. Dann holen wir sich gleich das andere, was ich geschossen habe. Immer schauen. Das kann ich zum Beispiel nicht aufsammeln, da brauche ich einen zweiten. Aber da hinten habe ich schon wieder einen Alligator entdeckt. Manche Alligatoren kann man auch sammeln, manche wieder nicht. Kann man auch nicht aufsammeln. Probieren wir nicht. Die Waffe weg. Du. Da kann ich nicht aufsammeln. Ich kann nur eines aufsammeln, aber hier in der Hütte ist auch etwas zum Aufsammeln. Ich nenne das Haus von der Madame Massa. Hier auf der Dings liegt die Bürste, meistens ist auch eine Tarotkarte herinnen. Und jetzt holen wir sich das Fell von Alligator und hauen das natürlich auf den Jagdwagen. Einen kleinen Trick, ihr müsst immer schauen, dass der Jagdwagen in der Nähe ist. Ist der Jagdwagen ziemlich weit weg, müsst ihr immer schauen, dass die Felle immer weiter zum Jagdwagen bringt, denn es kann passieren, dass sie ziemlich den Jagdwagen holt und auf einmal die geschossenen oder die gehäuteten Tiere nämlich Wecker sind. Ich schaue, ob noch da ein paar Alligatoren sind. Ich habe ein paar gehört. Und keine da sind, dann fahren wir mit dem Jagdwagen gleich weiter zur Schnapsbrennerei. Dort ist auch meistens was bei mir, entweder zum Ausgraben oder auch Alligatoren immer zum Finden. Fast verfahren. Ich habe nämlich die Schnapsbrennerei hier. Ist auch die beste Stelle, wenn ihr eine Schnapsbrennerei hier aufstellt. Habt echt nicht weit zum Rhodes oder zum St. Dennis, so die Händler. Ich zeige euch, wo ich meine Schnapsbrennerei genau aufgestellt habe. Zuerst einmal zeige ich euch wieder, wie bei mir die Schnapsbrennerei ist. Nämlich hier, wo der abgehackt ist. Die ist im Sumpf. Gibt es andere auch noch, was man. Und in der Karte ist bei mir die Schnapsbrennerei hier. Da habe ich nämlich nicht weit überall zum Hinfahren. Die Wege sind nicht so gefährlich
dass man, weil bei der Schnapsbrennerei müsst ihr nämlich sehr, sehr vorsichtig fahren. Keinen Ständer erwischen, weil ihr könnt da nämlich Flaschen zusammenhauen und dann bekommt ihr nämlich weniger Gold. Ja. Hier sind auch Kräuter. Das man ziemlich gut für die Schnapsbrennerei braucht. Zwei Apostel wieder geschossen. Nehmen wir gleich. Jetzt sind wir bald fertig mit der Schatzsuche. Da könnt ihr nachher schauen, wo die Madame Assar ist. Es gibt einen YouTuber, der heißt Bruder Bergmann, der zeigt euch nämlich jeden Tag, wo die Madame Assar sich aufhält. Tätig abonnieren, Bruder Bergmann, dass ihr immer genauso seid. Das ist ein sehr guter YouTuber. Und wenn ihr meine Kanäle abonniert, seid ihr auch immer am Laufenden. Ihr findet meine Kanäle unter Freunde des Jagdsport Austria oder Jägermeister, wie ich früher geheißen habe, oder zum Jägermeister. So. Bevor man hier weiterfährt, haben wir hier ein bisschen rein. Gehen wir in die Hütte rein. Da gibt es immer zwei Schmuckstücke in der Hütte und auch da ist etwas zum Aufnehmen für ein. Ihr seht da wieder eine Flasche gefunden. Hier meistens im Kamin drin. In dieser Kommode ist auch ein Schmuckstück für einen Händler. Nehmen wir gleich. Nicht für einen Händler, für einen Hehler. Bei diesem Baum ist meistens was vergraben. Jetzt gehen wir wieder raus zum einen Jagdwagen. Fahren mit dem Jagdwagen ein bisschen vor. Jetzt hat man, hier geht's mit von dieser Brücke Richtung St. Dennis. Dann stellen wir den Jagdwagen gleich ab. Weil hier gibt es nämlich ziemlich viele Alligatoren. Das ist in der Karte hier. Weil hier ist die Brücke, wo man nach St. Dennis reist. Ist das ein Versteck oder eine Schnapsbrennerei? Eine Schnapsbrennerei. Hier kann man ziemlich gut Alligatoren jagen. Ziemlich viele sogar. Und
in Lagos ist auch eine gute Stelle hier. Und natürlich hier kann man auch ziemlich gut fischen. Hier sind ein Haufen große Fische drin. Ich kann euch das zeigen. Wenn ihr den Jagdwagen habt, habt es natürlich unter kürzester Zeit. Ihr braucht es nur. Und ihr seht, wie viel große Fische hier drinnen sind. Ihr habt es gleich. Das geht ziemlich schnell und ihr habt nämlich hier den Jagdwagen ziemlich schnell voll und ihr könnt die entweder in Rodes oder in St. Dennis beim Fleischer verkaufen. Wir sind alleine in diesen Seen und in die Sümpfe und die 6 verschiedene Fischarten hat. Jetzt muss ich mir die Hacke wieder nehmen. Jetzt muss man sich hier reinschleichen und die Pestille wieder vergiften. Da müsst ihr verdammt aufpassen, dass euch der nicht entdeckt. Der darf uns nicht entdecken. Hier müssen wir sich reinschleichen. Wenn uns der entdeckt, haben wir ein kleines Problem. Jetzt vergiften wir nämlich die Pastille. Da bekommt man nämlich gleich mehr XP, mehr Gold. Jetzt muss man sich rausschleichen, das heißt, der darf uns nicht entdecken. So, wir sind draußen, aber wir gehen und die Mission Schwarzbrenner haben wir natürlich geschafft. Jetzt gehen wir wieder entweder ist hier ein Versteck. Jetzt könnt ihr natürlich die ganzen abschießen, ohne dass die euch angreifen und natürlich plündern. Das mache ich. Da steht einer mit einem G. Der schaut deppert aus der Wäsche. Nehmen wir gleich wieder die Hacker. Kann man jetzt die ganzen holen, ohne dass die euch angreifen. Sie haben auch, hier sind auch Dynamit. Meistens sind hier 3 Gegenstände immer. Und hier in der Hütte natürlich durchschaut, gibt es immer etwas zum. Am besten ist das MG, wenn man schade, kann man da die Waffen nicht abbauen und ein Lager verwenden. Hier kann man wieder Fleisch machen.
Meistens sind hier etliche Dinge. Da könnt ihr super jagen da. Aber wenn ihr die Mission startet, dass die Pastille habt, entweder mit die Wurfmesser oder mit die Tomahawks oder mit dem Bogen. Da müsst ihr euch reinschleichen. Wenn ihr die Pastille vergift, bekommt ihr natürlich mehr XP. Wenn ihr Alarm auslöst, wo ihr die Pastille nachher zerstören müsst, braucht ihr nämlich entweder Dynamit oder einen Brandsatz. Da werdet ihr meistens als Anfänger getötet, weil ihr habt nicht die richtige Waffe dafür. Die macht nicht so viel Schaden, aber wenn ihr schon Level 90 seid, habt ihr bessere Chancen, dass ihr solche Missionen natürlich machen könnt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Tut's abonnieren, da seid ihr immer am Laufenden. Und wenn ihr die Tour einmal macht, jetzt ihr sehen, wie viel Dollar ihr dabei auf einen Schlag nämlich macht, wenn ihr die Tour macht, dauert ungefähr, wenn ihr gut seid, 2,5 Stunden bis 3 Stunden, und das war's wieder von mir zum Jägermeister.